Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Ich bin Klaus Hummel und ich stehe immer noch in unserer Kundiswerkstatt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen QHeat 5 Verschraubungszähler Ultraschall in einem Rohrnetz einbaut. In der Verpackung sind verschiedene Anleitungen, eine Bedienungsanleitung, eine Installationsanleitung, eine Liste für die Identifikation der Tauchhülse, ein K9-Protokoll, dann die Verschraubungsteile für den Vorlauffühler, die Plombe und die Dichtungen für den Zähler und natürlich das eigentliche Gerät. Hier seht ihr nun die Einbaustrecke für unseren Ultraschallzähler. Bevor es mit der Montage losgeht, bitte unbedingt alle Kugelhähne schließen, sonst kann heißes Wasser austreten, was zu Verbrühungen führen kann oder auch eben zu nassem Boden. Auch bei einer professionellen Demontage des Spülrohres ist unbedingt ein Lappen oder ein Handtuch bereitzuhalten und auch ein Gefäß, vorzugsweise ein Eimer, weil es nicht geht, ohne dass Wasser austritt. Als ersten Schritt müsst ihr die Verschraubungen lösen und das Spülrohr herausnehmen. In der Regel ist das Spülrohr im Rücklauf eingebaut. Auf dem Zähler ist auch vermerkt, wenn er für den Vorlauf eingebaut wäre. Standardgeräte werden immer im Rücklauf eingebaut. Danach setzt ihr den Zähler mit Dichtungen in das Rohr ein. Damit der Einbau des QHeat 5 gelingt, müssen wir beim Einbau unbedingt auf die Durchflussrichtung achten. Die Durchflussrichtung erkennt ihr am Pfeil auf dem Gerät. Bitte baut das Gerät nicht schräg über Kopf ein. Anschließend baue ich den Vorlauffühler ein. Hierfür gibt es zwei Arten. Entweder, wie in diesem Fall, direkt in einen Kugelhahn oder die zweite Variante in eine Tauchhülse. Der Direkteinbau erfolgt über die Öffnung im Kugelhahn. Um den Fühler einzubauen, steckt ihr den O-Ring hinein, legt die beiden Hälften der Messingverschraubung in die Aussparungen des Fühlers und drückt sie zusammen. Danach müsst ihr den Fühler einsetzen in die Bohrung und die Verschraubungen bis zur Dichtung handfest anziehen. Jetzt haben wir es fast geschafft. Kugelhähne öffnen und dann fließt Wasser durch die Anlage. Ob die Anlage dicht ist, könnt ihr jetzt eben sofort erkennen, ansonsten tritt Wasser aus. Danach machen wir das Ganze dingfest und verplomben den Fühler. Durch Drehen an dem blauen Knebel wird nun das Drahtende fixiert. Zum Schluss wird der Knebel abgebrochen und somit ist ein Entfernen der Plombe ohne Zerstörung nicht mehr möglich. Nun zeige ich euch noch, wie man die aktuellen Verbrauchswerte abliest, um sie anschließend ins K9-Protokoll einzutragen. Mit der oberen Taste schaltet ihr in den Level 2 und mit der unteren Taste könnt ihr dann die Werte abrufen. Der erste Wert ist der Momentandurchfluss, in diesem Fall 235 Liter. Vorlauftemperatur 48,5, Rücklauftemperatur 48,4 Grad, Delta T 0,2, momentan Energiefluss 0, Betriebsstunden 2516 und Durchfluss bisher 87 Liter.
Diese Daten halten wir nun fest und tragen sie ins K9-Protokoll ein. Nun zeige ich euch noch, wie man das geliebte K9-Protokoll ausfüllt. Ich habe hier ein vorausgefülltes Exemplar und trage nun die aktuell ausgelesenen Werte noch ein. Der aktuelle Durchfluss 0,235 Kubikmeter pro Stunde. Der Vorlauftemperaturfühler ist in unserem Fall direkt eintauchend eingebaut. Somit ist die Einbautiefe über der Rohrmitte und gemäß Montageanleitung eingebaut. Nun ist das Inbetriebnahmeprotokoll fertig.